Einer, der die letzten 5 Jahre hier das Panther-Trikot getragen hat, der steht jetzt neben mir. 230 Mal hat er die Knochen für den HSV hingehalten, das nur in der deutschen Eishockey-Liga. Da sind die ganzen Testspiele und Trainingseinheiten noch gar nicht mit dabei. Und ja, es heißt in erster Linie Danke zu sagen, die 28 John Rogl. 230 DEL-Spiele, 4 Tore, 20 Tore hat er aufgelegt, 35 Einsätze in der vergangenen Spielzeit in der deutschen Eishockey-Liga. Schon 5 Jahre Teil dieser Panther-Organisation mit diesen wunderbaren, mit diesen verrückten, mit diesen tollen Fans. Was nimmst du aus dieser Zeit mit? Insgesamt war das eine unglaublich schöne Zeit für mich, auch wenn es jetzt ein sehr schlechtes Ende hatte mit der letzten Saison, aber ich bin froh, hier gewesen zu sein und die Erfahrungen gesammelt haben zu dürfen. Es war echt eine schöne Zeit hier in Augsburg. Jetzt wollen wir natürlich auch über viele positive Dinge reden, die du hier in Augsburg erlebt hast. Du hast den Sprung auch in die Vorbereitung geschafft, warst mit Toni Söderholm in der Nationalmannschaft, waren die Augsburger Panther natürlich sehr, sehr stolz. Auch im Nationalspiel gehabt. Aber nichtsdestotrotz will ich dich erstmal an ein Datum erinnern, ob du das weißt. 17. Januar 2020. Weißt du noch, was da war? Nein. 17. Januar 2020, Lanxess Arena. Dann wahrscheinlich mein erstes Tor. Dein erstes DEL-Tor, genau, für die Augsburger Panther. Bei den Kölner Haie, ich glaube, es war ein Sieg damals auch, ein 3-1, das gegeben hat. Weißt du noch, wie es gefallen ist? Ich habe die Scheibe von unten nach oben an die blaue Linie bekommen, habe einfach geschossen und dann ist er irgendwie rein. Wieder Wayne Gretzky, jede Scheibe aufs Tor ist eine gute Scheibe und drin war erstes DEL-Tor für John Rogl, 3 weitere sind dazugekommen. Gab es sonst noch, wir haben das mit der Nationalmannschaft angesprochen, gab es sonst noch ein persönliches Highlight für dich als Augsburger Panther? Ja, in meiner ersten Saison war eigentlich jedes Spiel ein Highlight oder die ganze Saison ein Highlight. In der Saison, als wir 3. Platz wurden und für die Champions League qualifiziert haben, dann natürlich das nächste Jahr die Champions League Spiele, die spannenden in Belfast und sonst wo. Das war ja überall eine gigantische Atmosphäre und wir haben uns sehr gut verkauft und natürlich auch euch oder ihr Fans und in Europa bekannt gemacht. Das war sensationell. Schon die Champions Hockey League, ich will das nochmal ansprechen, weil das war so crazy, so verrückt. Das hat man, glaube ich, in dieser Champions Hockey League kein zweites Mal gesehen. Mit den Fans in Belfast, in Liberec, dann am Ende in Wien, wo im Endeffekt war es ein Heimspiel für die Augsburger Panther. Wie nimmt man das als Spieler wahr damals? Es war ja ein Achtelfinale, das seinesgleichen gesucht hat mit Verlängerung und so weiter und so fort. Habt ihr sowas wahrgenommen auf dem Eis und wie habt ihr das wahrgenommen? Das hat schon am Abend vorm Spiel im Hotel angefangen. Da sind die Fans teilweise vorm Hotel gestanden und haben Schlachtgesänge gerufen. Das kriegt man natürlich mit und auch beim Off-Ice-Warm-Up, wenn wir uns ein bisschen warm machen und Fußball spielen und die Fans mit einem Sonderzug vorbeilaufen am Stadion. Das war unglaublich. Sowas habe ich eigentlich noch nie erlebt. Man hat gehört, die Getränke sind dann teilweise auch ausgegangen, also Stimmung war bestens auch auf der Anreise. John, du hast angesprochen, es war eine Saison, die keiner haben will als Sportler, egal ob Profisportler, Amateursportler, nichtsdestotrotz auch keine einfache Saison vielleicht für dich. Wie hast du trotzdem versucht, dich positiv zu halten? Gib mal vielleicht ein bisschen Einblick in dein Seelenleben, da immer wieder ja, gerne auch zum Training zu kommen, dafür zu arbeiten, dass du spielen kannst. Also um ehrlich zu sein, war das, ja, wie du ansprichst, eine sehr schwierige Situation oft. Und es ist schon so, dass man oft frustriert ist und auch Motivation dann sucht, weil oft sieht man keine Zukunft in dem Moment. Und das war eine sehr schwierige Phase, aber im Endeffekt ist es dein Job und du findest dann schon die Motivation. Du gehst gerne in die Kabine im Normalfall, du hast sehr coole Mitspieler und ja, im Normalfall ist es ja ultra lustig immer. Und trotzdem ist es ein sehr, sehr großes weinendes Auge, dass die 28 geht, glaube ich. Die Augsburger Panther verlieren eine tolle Persönlichkeit und einen tollen Menschen. Oder? Wie seht ihr das? John, last not least. Der nächste, du bist ja noch blutjunger Kerl, dir steht ja die Zukunft noch offen, Gott sei Dank. Nächster Karriereschritt, man hört ja immer wieder was, Landshut, kann man das schon bekannt geben? Nee, können wir jetzt leider an der Stelle hier noch nicht so bekannt geben.
warten wir, was die Zukunft bringt. Dir wünschen wir für die Zukunft alles Gute. Bleib vor allem gesund und bin mir sicher, es hat den Weg geht. Vielen Dank, Augsburg. Weiter geht's mit einem Panther-Spieler, der war 5 Jahre in Augsburg, genauso wie John Rogl, 243 DEL-Spiele und seine Statistiken lesen sich wirklich imposant. 72 Tore, 69 Assists, 141 Punkte, das sind 243 Spiele. Also er hat wirklich große Fußspuren hinterlassen, die 16, Adam Payerl. German or English? English is better. English is better. And 5 years in Augsburg, where you collected so much memories, experiences, right? Yeah, I mean, obviously not the way we wanted things to end here, but had a lot of good memories over the last 5 years. Champions League, some big wins at home, lots of exciting games with the fans here, and those are the memories I'll take with me. Also, vielleicht können wir noch ein bisschen leiser sein, damit wir den Adam auch gut verstehen. Da wären wir sehr dankbar dafür. Also, viele, viele schöne Erinnerungen, die er hier gesammelt hat in Augsburg. Vor allem die Heimsiege, die man gefeiert hat. Die Champions Hockey League natürlich auch eine ganz, ganz große Erfahrung, auch für einen Adam Payerl. 72 Tore. Jetzt wollen wir natürlich wissen, welches war denn das wichtigste und schönste? 72 goals in your Panther career. Which was the most important? Is there one? Hard to pick one. You know. May I help you? Semi-final 2019, Game 6. Do you remember? Against Munich? At home? Munich, yeah. Yeah, that would be up there for sure. It was the most beautiful. Yeah. Also 2019 Halbfinale gegen München, Spiel 6, 2-0 Endstand. Der hat damals zweimal getroffen oder Augsburg damals in Spiel 7 geschossen. All-time number 8 in games, all-time number 7 in points, all-time number 6 in assists. Big footsteps were left here in the Panther cage. Did you know that? I didn't realize that's where I was on those lists, but you know, again, it's 5 years have gone really fast here, and I'll cherish a lot of my memories, and I'm thankful for every opportunity I had here. Also er bedankt sich für diese große Möglichkeit, die er hier in Augsburg hatte. Wir fassen das nochmal zusammen. Die 8 meisten Spiele hat er für die Augsburger Panther bestritten in der DEL-Geschichte, die 7 meisten Punkte und die 6 meisten Torvorlagen, also Assists. Große Vorsprung, die Adam Payerl hinterlassen. What was the greatest experience in Augsburg, with or without hockey? The Christmas market, right? I mean, coming to Europe, it was my first time. There's lots of new experiences. I think the city of Augsburg is beautiful and fell in love with it early on coming here. And I think my biggest memories are from on the ice in Champions League, being in Belfast, Luleå. We had some great experiences in Payerl, and you know, we had 1,000, 2,000 fans coming to the games on the road, and yeah, those were pretty special times. Also, Hockey, die Art und Weise, wie man das hier in Augsburg lebt mit den vielen Fans, das hat ihn wahnsinnig begeistert. Nevertheless, I want to know your favorite 3 points in downtown, your favorite 3 restaurants perhaps? Yeah, Picnic downtown is a great place, and you know, we like to spend time in the square, in the Rathausplatz. Hazel is a coffee shop there we would frequent, and yeah, Costa's is a small Greek restaurant that we really enjoy. Also das sind die Top 3 von Adam Payerl in der Augsburger Innenstadt. Adam, in your first year in Augsburg, you had 146 penalty minutes, right? So with that, you got the 6th most in the club history of penalty minutes. But how did you manage to make it less in the following years? Just start being nicer to the referees between whistles. Also,
Er hat angefangen, ein bisschen netter zu den Schiedsrichtern zu sein und nicht mehr ganz so viele Strafminuten zu bekommen wie in seinem ersten Jahr in Augsburg. Das waren 146 Strafminuten und mit denen ist er tatsächlich auch in den Rekordbüchern gelandet. Mittlerweile sind es die 6 meisten, die er von Payerl gesammelt hat. Big footsteps as well with your Payerl image. So, another fun fact, you are the player with the most discussed name in the DL because everybody knows better how it's correctly spoken, right? One time at the end, how is your name correctly spoken? I've heard Adam Payerl, Adam Payerl, Adam Payerl. What's right now? Growing up at home, it was Payerl, but my Omi, who's from Austria, she would say Payerl. So both are okay. Both are okay. Okay, that's the end of the discussion. How the name is correctly spoken. Really big fun fact in your life here in Augsburg, right? Yeah. Adam, one more question, the last one. Your season, your challenge, 23-24. What's coming next for you? I'm not sure. I'm hopeful to find somewhere to play and hopefully have some success. Adam, thank you very much for joining me here on stage, for joining us here this evening. Thank you for 5 years. Augsburger Panther with that many goals, that many assists, that many points, that many spectacular games. Die Nummer 16, Adam Payerl. Ich habe Nummer 16 gesagt, natürlich Nummer 11. Ja, dann wollen wir natürlich nicht in andere Klamotten stecken, den Pacey. Wobei, da steht da jetzt wieder was anderes drauf, seine 243 nochmal verewigt hier im Trikot der Augsburger Panther. So verselbstständigt sich ein Schreibfehler übrigens, wenn man mal Nummer 16 geschrieben hat, sagt man es auch dann. Aber wir geloben Besserung. Liebe Panther-Fans, wir haben den nächsten Gast hier auf unserer kleinen Bühne. Er spielt schon so lange Eishockey, ist aber immer noch perfekt in Shape. Der Mann, der, ich habe mich nochmal vergewissert, 21, Number 21, right? 7 Jahre bei den Augsburger Panther, 350 DEL-Spiele, 62 Tore, 113 Assists. Max, how many points? I don't know. You have it on your paper, so. Just read it. 175, yeah. 175. 175 Punkte, meine sehr verehrten Damen und Herren. Was für eine Panzerkarriere. Der 21, David Stieler. Thank you. David, 7 years in Augsburg, nearly the half of your life as a pro hockey player. Which one was the best in your eyes? What was the best year? I think we all remember that year. We played the semi-final against Munich, so I think it was the best year for me in Augsburg. Also, es kommt immer wieder, man kann es nicht verdenken, das Jahr, wo man das Halbfinale gespielt hat gegen München, diese 7 wahnsinnige Spiele, wo die Parkhäuser in München schon zugemacht haben. Am Ende, das wird ihm und natürlich euch allen auch lange in Erinnerung bleiben. Big footsteps as well, 175 points as a center. We played here in Augsburg, so we had a couple of line mates in your hockey career here in Augsburg. Who were the best for you? You mean in Augsburg? Or? Yes, in Augsburg. Oh, a lot of players. I always said I don't really care who do I play with. I just want to enjoy that hockey, and I don't want to forget anybody. But always been a pleasure for me to play in Augsburg, and it's sad that I'm leaving, but it is what it is, and we all have to accept it. Also, er will sich da auf keinen Mitspieler festlegen, mit dem er gerne in der Reihe zusammengespielt hat. Alle, mit denen er zusammengespielt hat, hat er gerne zusammengespielt, hat ihm auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hier
in Augsburg. We've been talking about the Champions Hockey League, we've been talking about the DL memories, the semi-final against Munich. Is there something else you want to say to the audience when we talk about the last season? It was a good season, but the Curt-Frenzel was nearly sold out every game. I think the best fans in the league for sure. Like, don't know. Once again, we didn't hear it. Probably the best? Best fans in the league. The best fans in the league. We could see that every year fans were supporting us, especially this year too. It wasn't been that good year for us, but still, like we had your support behind you, and that's always been incredible, unbelievable. Also ganz viel Liebe für die Fans der Augsburger Panther, für den Support, vor allem in dieser letzten Saison, wo das Stadion immer wieder voll machen. David, would you agree that their number 21 was one of the quietest, most quiet hockey players they had in franchise history? I don't know, maybe, yeah, but I'm not that quiet. I like to have a fun in the dressing room and spend the time with the teammates, so I'm not always that quiet. Also, es kommt immer so rüber, als ob er der ruhigste Spieler der Augsburger Panther war, aber er hat durchaus viel gesprochen in der Umkleidekabine in Rogl. Just give us a couple of insights. Who is, from those guys, the most funny one? Hank, for sure. That's a good question. Yeah, Hank he is our translator guy, so he always translates from English to German and German to English. So probably Hank. Also, Henry Hase, wenn er uns jetzt hören kann, ganz großes Lob, mit der lustigste Mitspieler, den David Stieler auch hier in Augsburg hier hatte. So I guess you're not that old to stop your career. I guess you will continue it. But where? We heard about Regensburg. I heard that too. That was a big news for me. So That's not right. That's not right now. But you never know. I still don't know where I'm going to be next year. But I still want to play a couple more years. Also David Stieler hat hiermit klar und deutlich gesagt, dass mit Regensburg, das ist eine große Ente. Wo? Das wird sich zeigen. Nichtsdestotrotz, Augsburg sagt Danke. Augsburg says thank you for 7 years, for 350 DL games. Number 21, David Stieler. Thank you. 62 Tore, 113 Assists, 175 Punkte. Auch er hat große Fußspuren hinterlassen hier in Augsburg. So, jetzt kommen wir zum großen Finish, zum großen Finale. We have the big finish. Big finish with a big man, with a big hand, with a big heart. Der Kapitän, die Nummer 2, Brady! ...462 Mal hat er die Knochen hingehalten von den Augsburger Panther. Allein noch in der letzten Saison ist er der Spieler gewesen in der deutschen Eishockeyliga nach Alec McRae mit den zweitmeisten Blocks. 99 Blocks last season, Brady Lamb. Aber bevor wir mit ihm sprechen, wollen wir noch mal draufschauen auf seine wirklich sehr, sehr eindrucksvolle Karriere im Trikot der Augsburger Panther. Mach's ab!
Antwortschlag noch. Tor! Tor! I know we're the best fans we have in the league, so we always appreciate that support. The last words in the video, one of us, Brady Lamb. That means a lot, I guess, for you. Just give us an insight in your feelings right now. I mean, completely overwhelmed. You know, it's been a tough week. Obviously, good news, birth of my son. That was a bright spot. Ich darf das mal kurz übersetzen, um vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen zu unterfüttern. Brady Lamb ist zum 3. Mal Papa geworden. Sohnemann Knox ist auf die Welt gekommen. I mean, yeah, it's like I say, tough week. This place has become such a second home for me. You know, completely fell in love with the game again. So, I don't know what else to say. Also schwer für ihn in Worte zu fassen. So ein großer Mensch, aber so ein großes Herz auf der Kohle natürlich. Auch die Tränen. Before we all start to play, let's talk about your little son, Knox. Why only boys in the Lamb family? I mean, it must be something in the water in Augsburg, I figure, because Also muss irgendwas im Augsburger Wasser sein. just trying to bring up the next round of Augsburg Panthers, I guess. So we have to imagine that you have to try a couple of more if a little girl is joining us, right? Maybe I'll leave that to the LeBlancs and you know, Bergman's got a daughter, Trevelyan's. They got it taken care of, I figure. Okay, also dann schauen wir mal, was die Lamb Family dann auch noch in Zukunft rausbringen wird. Brady hat es gesagt, vielleicht ist ja einer dabei, der irgendwann auch mal das Trikot der Augsburger Panther tragen wird. Brady, best D-Man in club history. 226 points in 462 games. What does that mean to you? I mean, it's definitely a huge honor to be part of the history here in Augsburg in general. But obviously, you know, I'm not the end-to-end skater. I'm not scoring highlight reel goals. That's just shoveling pucks to the net and having great teammates to put them in. So, I mean, it's a great milestone. I'm proud of it, but you know, it doesn't happen without my teammates. So I owe it to them. Also Brady Lamb, ganz Captain, der sagt, das ist eine tolle Zahl, das ist ein großer Meilenstein, punktbester Verteidiger aller Zeiten. Hätte aber nie funktioniert, wenn er nicht solche Teamkollegen gehabt hätte wie in Augsburg. If you had the chance to tell the Panther organization to put your number under the rooftop, which place would you choose? I guess I'd have to imagine it would go somewhere between 19 and 24. Also wenn er sich das aussuchen könnte, wo sein Trikot vielleicht mal unterm Hallendach hängt, dann zwischen 19 Tour LeBlanc und 24 TJ Trevelyan. So many games, so many experiences. Which game you will never forget? So many, more than 460. But is there one special in your career you will never forget? I guess that'd have to be a toss-up between like longest game in Munich and that overtime win in Belfast. Those are two moments that are never going to get out of my head. Also der Game Winner in München in diesem
Halbfinale, wo die Parkhäuser schon zu waren, the late lamb in this case, oder dann das Tor in Belfast. So we guess that you have a couple of more franchise records you don't know perhaps. I want you to give us thumbs up or not. Say nothing to this, just thumbs up. Franchise record number 2. What about the player with the strongest player woman? Right or not right? Right. Die stärkste Spielerfrau. Liz Lamb, is Liz somewhere here? No, she's at home taking care of the 3 little hooligans right now. So. Greetings. Also sie hat ein bisschen was zu tun, logischerweise kurz nach der Entbindung. Next franchise record in Augsburg, owner of the most beautiful hockey song. Können wir den mal anstimmen zusammen? Können wir denn? Lamb, Lamb, Lamb. Singing is perfect in Augsburg. Beautiful, beautiful voices here. I've never heard you singing. Why? Maybe I'm more of a dancer. I don't know. Also, lässt sich gerne besingen als Tänzer. And next franchise record, fastest speaking Panther player, right? Schnellst sprechender Pantherspieler. Ja. I suppose I talk a little quicker to make up for my slow feet sometimes. Can you give an insight? Wir von Magenta Sport haben ihn ja immer hin und wieder in Drittelpausen-Interview für den Intermission-Interview. And it's sometimes a little horrible when you're from the ice, you're speaking so fast. It's not to translate, but thank you for joining us every time. Thank you, appreciate that. Brady, the fans love you all, but they all want to know what's your next career step. Maybe none of you will believe me, but at this point, I really don't know. You know, the next career step, at least for the next few months, is just focus on being a good dad to the 3 little boys, and then try to figure out where to go from there. Yeah, hopefully there's still some hockey to be played. We keep the fingers crossed for your next step as a daddy, perhaps as a businessman or something like that, or a hockey player for sure. Yeah, we will see. Brady, at the end, you know, German is not very easy. Deutsch ist wirklich keine einfache Sprache, aber es ist manchmal auch eine sehr schöne Sprache. Sometimes it's simple as well. We have 2 words to say goodbye. The one is saying tschüss, which means, okay, piss off and never come back. Or the second is auf Wiedersehen. And auf Wiedersehen means we hope to see you soon, to see you often, to see you again here in Augsburg. Brady Lamb, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das lassen wir uns nochmal auf der Zunge zergehen. Zwischen 2014 und 2023, zuletzt Kapitän der Augsburger Panther, die Nummer 2 und jetzt bitte alle Brady!